Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und wie ihr mit Sicherheit wieder feststellen könnt, bin ich immer noch nicht zu Hause. Ich befinde mich immer noch im Urlaub. Zur Zeitpunkt der Aufnahme bin ich in Pobjerowo. Aber heute wird es nicht um Pobjerowo gehen. Ich werde trotzdem auch versuchen, ein Video zu Pobjerowo zu machen, was ich aber heute noch nicht versprechen möchte. Heute möchte ich euch Ustka zeigen, wo ich letzte Woche auch noch war und einen Teil meines Sommerurlaubs verbracht habe. Denn da gibt es auch das ein oder andere Interessante, was ich euch gerne zeigen möchte. Ihr werdet mich gleich unten rechts irgendwo in der Ecke sehen. Ich werde einfach immer so ein bisschen erzählen, was es auf den Bildern gerade zu sehen gibt, damit ihr auch so einen kleinen Eindruck davon kriegt, wie schön es in Ustka sein kann. Dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an. So, genau, dann sind wir jetzt hier auf der Promenade. Wer mir auf Instagram noch nicht folgt, kann das auch sehr gerne machen. Schnofinski on Tour. Dann packe ich da mal immer so hin und wieder ein paar private Bilder auch rein. Wer Lust hat, kann mir gerne dort folgen. Wir sind im Prinzip jetzt auf der Promenade. Zur linken Seite haben wir den Strand, hinter uns im Prinzip den Leuchtturm. Beides kriegen wir selbstverständlich gleich auch noch zu sehen. Was mir hier auch aufgefallen ist in Ustka, ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich sehr überrascht war, wie groß eigentlich der Ort ist. Ich habe mir den ein bisschen kleiner vorgestellt. Deswegen, wir sind jetzt hier im Prinzip auf der Promenade und die Promenade ist, ja, ich würde jetzt mal sagen, ein ganz, ganz langer Spazierweg. Ich weiß nicht wie lang, aber ich würde jetzt mal schätzen, locker 2,5 Kilometer, wo es einfach nur geradeaus geht, wo man, wie man hier sieht, zur linken Seite, also jetzt von der Kamera aus gesehen, zur linken Seite das Meer hat und zur rechten Seite dann entweder, so wie jetzt hier, so einen kleinen Spazierweg, ein kleines Waldstück oder einen kleinen Park, können wir jetzt sehen, wie wir möchten. Oder auch, manchmal haben wir dann auch teilweise zur rechten Seite ein Stück, ja, ich nenne das jetzt einfach mal von der Promenade, wo dann halt diese typischen ja, Verkaufsbuden sind. Hier sind wir jetzt derzeit sowas wie so einen kleinen Park, Wald. Ja, sehr schön. Das erinnert mich auch ein bisschen an Kołobrzeg, muss ich sagen. Ja, also mir persönlich zumindest. Ja. Genau, und dann gehen wir hier einfach immer schön weiter geradeaus. Es ist sehr angenehm, dort spazieren zu gehen, wenn das Wetter auf jeden Fall auch mitspielt. Und ja, man hat immer so zwischendurch immer diese Strandeingänge, ne, wo man dann immer von der Promenade aus bzw. vom Spazierweg aus immer zum Strand gehen kann. Die sind auch sehr kurz, die Wege, also hat man das eigentlich sehr schnell zum Strand. Und an der Promenade ist im Prinzip auch sowas wie so eine Stadt. Also die Promenade und der Stadt ist im Prinzip alles in einem. Aber ich finde, das zieht sich auch so ein bisschen. Also man hat erstmal so die Promenade und das zieht sich dann alles in die Stadt, sage ich mal, hinein, wo dann auch diese ganzen Verkaufsbuden sind und so weiter. Deswegen ist das auch schon ein bisschen größer. Ne? Also es ist jetzt nicht einfach nur eine schlichte Promenade, wo man links, sage ich jetzt mal, die Verkaufsbuden hat und das war's. Hier eine Kirche. Ich musste die einfach aufnehmen. Mir hat die von der Architektur verdammt gefallen. Hier haben wir ein Urząd Bürgerbüro und hier mal nebenbei auch Preise, eine Kugel Eis, 8 Zloty ungefähr. Jetzt sind wir am Leuchtturm und hier haben wir ein Ruder aus dem 18. Jahrhundert. Das ist echt Wahnsinn, ein originales Ruder aus dem 18. Jahrhundert und auch ein Anker. Das hat mich so ein bisschen beeindruckt. Ne? Also über 150 Jahre alt, die Sachen. Ich mag Historie. Ne? Ich finde, das hat etwas irgendwie. Und jetzt gehen wir auch in den Leuchtturm rein. Eintritt zum Leuchtturm kostet 15 Zloty, meine ich. Genau, das war 15 Zloty. Und ja, ich lasse das jetzt im Zeitraffer abspielen. Ist nicht sonderlich hoch, der Turm, muss man sagen. Ich meine, der hat, boah, ich weiß nicht, der ist aber nicht wirklich groß. Also 30 Meter vielleicht hoch, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich weiß das jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich versuche das später noch irgendwo einzublenden, dann seht ihr das auf jeden Fall. Und das ist jetzt eine Aussicht von oben. Hier sehen wir ein bisschen den Hafen. Hier sehen wir die Brücke, die eine Seite von der anderen Seite trennt. Leute, die schon mal in Ustka waren, die wissen, die Brücke, die hat nur einmal in der Stunde offen für 20 Minuten. Dann kann man da durchgehen. Ansonsten muss man immer einen ganz weiten Bogen gehen, um auf die
Westseite zu kommen. Unser Apartment war übrigens auch auf der Westseite. Ja, aber ist ein sehr schöner Leuchtturm. Der ist klein, aber ich finde sehr, sehr schön. Das sieht sehr schön aus. Ne? Oh, hier sehen wir nochmal so eine Komplettansicht. Ist ein sehr schöner Leuchtturm, echt. Überhaupt, ich finde, Ustka erinnert mich sehr an Kolberg, wirklich sehr. Hier sind wir in dem Bernsteinmuseum, sehr, sehr interessant. Kleines Minus an dem Bernsteinmuseum ist, da wird eine Führung gemacht, die ist allerdings auf Polnisch, aber die Frau, die das erzählt, man merkt richtig, die lebt dafür. Also die hat richtig Ahnung, sie hat da so viel erzählt von der Geschichte vom Bernstein. Also wenn man polnischsprachig ist, wirklich empfehle ich jedem dort reinzugehen. Eintritt kostet zwischen 20 und 26 Zloty, je nachdem ermäßigt für 20, ansonsten 26 Zloty. Geht ungefähr eine Stunde die Führung, ne, wovon auch schon 20 Minuten ein Video abgespielt wird. Ja, aber wirklich sehr interessant. Bilder auch mit Bernstein gemalt, also wirklich verdammt interessant, echt. Ich weiß nicht, ob es auch die Führungen in anderen Sprachen gibt, kann ich so gar nicht jetzt sagen. Wir haben es jetzt auf Polnisch gemacht und das war auch in Ordnung. Bernstein, wo auch Insekten drin eingefangen sind, wie sagt man das? Dieses Fachwort dafür, weiß nicht. Also ich nenne das jetzt einfach mal eingefangen. Ne? Sehr interessant, wirklich. Also selten so interessante Sachen gehört. Hier sind wir jetzt auch ein bisschen am Hafen. Ich muss sagen, für mich persönlich, der Hafen ist in Ordnung. Ich habe aber auch schon schönere Häfen gesehen. Ich finde, hier ist alles sehr extrem zugestellt und zugebaut. Man erkennt manchmal vor Schiffen nichts anderes. Ne? Also es ist sehr, sehr schwierig, irgendetwas dort zu erkennen, weil überall nur Schiffe sind. Ja, hier ein ganz altes Schiff, das musste ich aufnehmen unbedingt. Sieht sehr interessant aus. Bestimmt sehr, sehr viel Geschichte steckt hinter dem Schiff. Ein altes Fischerboot wahrscheinlich. Echt genial. Genau, sehr schön. Hier auch noch schön die Sonne im Hintergrund. Habe ich versucht, so eine schöne Aufnahme zu machen. Man sieht ja alles voll zugestellt. Wenn man irgendwie dran lang geht, klar, man ist am Wasser und klar, es ist ein Hafen, da sind halt viele Schiffe, aber ich finde, es ist einfach so alles zugestellt. Und im Prinzip ist da jetzt auch die andere Seite, also ich befinde mich gerade auf der Westseite von Ustka und da ist die andere Seite, wo die Promenade ist. Ich weiß nicht, ob man jetzt dazu Ostseite sagt, weil das ist auch nicht irgendwie mit Ostseite betitelt. Also die Westseite ist schon mit West-Ustka betitelt, aber die andere Seite hat jetzt irgendwie keinen bestimmten Namen. Nur mal so nebenbei erwähnt. Unwichtige Information eigentlich. Ja, hier haben wir dann halt diese kleinen Yachtboote. Da kann man auch irgendwo, glaube ich, frischen Fisch kaufen, direkt vom Kutter. Da ist irgendwo so eine kleine Bude, wo man sich dann halt diesen frischen Fisch kaufen kann. Ja, genau. Und das ist eben die Brücke. Die hat wirklich nur, ich glaube, die macht um 6 Uhr oder 7 Uhr zum ersten Mal auf und die hat bis 1 Uhr morgens immer nur zur vollen Stunde für 20 Minuten geöffnet. Manchmal sind da Leute, die laufen trotzdem noch schnell drüber, dann bleibt die Brücke immer so lange, sage ich mal, geöffnet, weil die müssen das hin und wieder machen, weil da auch immer die Kutter durchlaufen wollen und so weiter. Genau, so sieht das dann aus. Ich habe das jetzt im Zeitraffer abgespielt, wie dann die ganze Prozedur aussieht. Also im Prinzip, also man sieht, die bewegt sich dann so die Brücke. Und dann sehen wir jetzt auch, da fahren dann die Boote durch, hier fährt dann ein Kutter durch. Ne? Genau. Oh. Ja, sehr schön. Mit der Sonne auch im Hintergrund. Habe ich versucht, auch eine tolle Aufnahme da zu machen, irgendwie ein schönes Bild zu erwischen. Ja, ich bin Amateurfilmer, aber ich finde, das eine oder andere kriege ich schon manchmal schön hin. Hier haben wir auch die Brücke auch nochmal bei abends, da ist dieser Name Ustka schön am Leuchten. Und klar, gehört auch noch zum Hafen, da haben wir hier das Piratenschiff, sehr populär bei den Touristen. Meine Eltern sind auch damit gefahren. 40 Minuten, kostet 65 Zloty für Erwachsene. Genau,
Hier sind wir am Strand jetzt, mitten in der Saison. Man sieht, es ist schon ein bisschen voller, nicht überfüllt, aber schon voll. Also wir sind jetzt auf der anderen Seite. Wir sehen gleich auch noch ein bisschen den Strand von der Westseite. Aber hier sehen wir jetzt auf jeden Fall die andere Seite. Es ist ja, mittelmäßig voll, würde ich jetzt sagen. Also an der Grenze zur Überfüllung schon. Aber man konnte auf jeden Fall noch guten Platz finden. Ja, muss man schon sagen. Ja, da bin ich im Wasser. Ich bin auch immer im Wasser. Für mich ist die Ostsee nicht so kalt. Ich finde das sogar sehr angenehm, wenn es warm ist, ins Wasser zu gehen. Hier haben wir auch ein paar Möwen. Ich liebe Möwen, weil bei uns in Łódź gibt es viel Smog und Tauben, aber keine Möwen. Deswegen, mich stören auch Möwen nicht. Jetzt sind wir hier auf der Westseite und wenn wir von der Westseite oder jetzt auf der Westseite sind und zum Weststrand gehen möchten, dann haben wir auch so einen Weg und dann sehen wir jetzt auch, da haben wir einen Panzer, ich will jetzt nicht sagen Panzerverleih, aber eine Möglichkeit, um Panzer zu fahren, beziehungsweise man sitzt auf dem Panzer drauf und der Panzerfahrer fährt, aber das ist auch so eine Touristenattraktion. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie teuer das ist, ich habe mir jetzt nicht geschaut, aber hier sehen wir das. Auf der linken Seite kann man Panzer fahren, auf der rechten Seite sind die Bunker, Büchner heißen die, glaube ich, Büchner Bunker. Und dazwischen haben wir dann diesen Weg, wo es dann zum Strand geht. Ja, der Weg war schön. Das Problem ist, wir waren mit dem Kinderwagen dort und wo wir dann zum ersten Mal dort lang gefahren sind, war das dann ein bisschen problematisch, weil wir sehen ja, da sind dann so Treppen. Ja, mit dem Kinderwagen, sage ich jetzt mal, ist das nicht ganz so leicht, runter zu gehen, weil es ist sehr sandig, sehr viele Wurzeln auf dem Wald, auf diesem Waldstück. Ich habe den Kinderwagen getragen, aber dann ging es auch eigentlich. Ne? Aber man sieht die Westseite, wie leer die ist. Man hat da kaum Leute, man hat da wirklich kaum Leute, man sieht es. Mitten in der Saison zur Mittagszeit, 12, 13 Uhr circa. Man hat so viel Platz, man kann sich wirklich den Platz aussuchen. Und ja, Rest des Urlaubs waren wir immer natürlich nur auf der Westseite am Strand. Wir mögen manchmal, wenn irgendwo was los ist, wenn man irgendwo an der Promenade ist, aber es darf auch nicht zu voll sein. Ja, da bin ich auch im Wasser. Wie immer, ich schwimme sehr gerne, da winke ich. Guten Tag. Ne? Und hier ein sehr schöner Sonnenuntergang. Wer mir auf Instagram folgt, wird das mit Sicherheit auch gesehen haben. Ja, das war mein Video zu Ustka. So ein kleines Feedback zu Ustka kann ich sagen, mich hat Ustka sehr erinnert an Kołobrzeg, für mich persönlich. Ich finde, ich hatte so das Gefühl, wie in einer Kopie von Kołobrzeg zu sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine direkte Kopie ist, weil man könnte jetzt auch theoretisch sagen, dass Kołobrzeg eine Kopie von Ustka ist, aber es hat mich sehr daran erinnert, die Strände, wie die befüllt waren, also jetzt von der Menge her zumindest die eine Seite, der Leuchtturm finde ich auch sehr ähnlich, nur halt ein bisschen kleiner, genau das gleiche wie mit der Promenade, also es war schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Mir hat aber Ustka sehr gefallen. Ich fand das auch irgendwie toll, dass dort die Promenade ist und dann sofort sowas wie so eine Stadt mit eingebaut ist, dass man da jetzt nicht nur einfach die stumpfe Promenade hat. Also ich persönlich würde sagen, ich werde Ustka mit Sicherheit nochmal besuchen. Vielleicht jetzt nicht sofort nächstes Jahr, aber ich kann mir vorstellen, schon in 2 Jahren, dass ich sage, okay, ich erlaube mir nochmal einen Urlaub auf Ustka oder in Ustka, um da vielleicht auch nochmal das ein oder andere zu sehen, vielleicht auch nochmal das ein oder andere Museum zu besuchen. Bernstein kann man dort auch sehr schön sammeln. Ich war dort auch abends Bernstein sammeln, wie ich schon mal, glaube ich, in einem Video erzählt habe. Ich habe so eine extra UV-Lampe, womit ich auch den Bernstein suchen kann und ich habe auch das ein oder andere kleine Steinchen gefunden. Das war es auf jeden Fall. Ansonsten glaube ich, fällt mir nichts mehr so ein, was ich so sagen kann. Wenn du schon mal in Ustka warst, kannst du es mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen und mal auch deine Meinung dazu schreiben. Würde mich sehr, sehr interessieren, was du zu Ustka sagst. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!